Es ist Donnerstag, der 16. November 2023. Ich habe ein paar Stunden die wunderbare Atmosphäre im Trockenflussbett des Hoa Nib aufgesaugt und staune nicht schlecht, als ich auf meiner Rückfahrt zum ersten Mal, seit ich Namibia bereise, eine überflutete Straßensenke und Wassermassen auf und neben den Pisten sah. Nun habe ich die durch ein heftiges Gewitter ebenfalls stark in Mitleidenschaft gezogene Ongongo Waterfall Campsite erreicht und fasse es nicht, wie es hier aussieht. Mit der Unterstützung von Rainer, Susi und einem Mitarbeiter der Campsite mache ich mich auf den Weg hinauf zur Nummer 1. Okay. Pass. Er ist im wahrsten Sinne des Wortes steinig und entsprechend langsam komme ich voran. Nochmal Schwung. Hey. Aber ich bin froh, dass ich überhaupt vorankomme. Und ich bin froh, dass ich im Land Cruiser den 4-Low-Gang habe, den ich hier nutzen kann. Nach einer Weile ist es geschafft. Wir sprechen noch viel über den heutigen Tag und lassen ihn gemütlich bei einem kalten Bier ausklingen. Wo du ein bisschen hoch fährst auf diesem Plateau. Aber erst kam ja im Prinzip der Posten. Ja. Reinhard, weißt du, was ich immer sage? Nirgendwo schmeckt ein Instant-Kaffee so gut wie in Afrika. Zu Hause ist er verpönt, aber hier ist er nicht ein Träumchen. Aber ich sehe schon, die kann ich davon nicht überzeugen. Komm mal rüber. Nach dem Frühstück mit Rainer und Susi wasche ich ab, verstaue alle meine Sachen im Land Cruiser und klappe mein Dachzelt zusammen. Well guys, thanks for your hard work. Thank you very much. Noch eine kleine Geste des Dankes an eine Gruppe von jungen Männern, die hier schon den ganzen Morgen dafür sorgen, alle Stellplätze für Autos erreichbar zu machen. Thank you very much. All the best for you. Alright, good luck. Guten Morgen! Ich verlasse jetzt die wirklich schöne Ongongo Waterfall Campsite mit der geräuslichen Zufahrt. Heute ist Freitag, es ist der 17. November. Eine kurze Strecke liegt vor mir. Ich werde jetzt nach Palmwach fahren und in Palmwach versuchen, dort die zur Gondwana Collection gehörende Campsite, dort eine Campsite für die nächste Nacht zu bekommen. Drückt mir mal die Daumen. Ich nenne dieses Stück der C43 die Road of the Amazing Views, Straße der beeindruckenden Ansichten. 5 oder 6 Mal nach einer tiefen Senke bieten sich mir atemberaubende Panoramen. Ich bin auf diesem Stück, diesen 85 Kilometer Stück zwischen Warme Quelle und hier, immer wieder so extreme Senken und Anstiege gefahren, dass es mindestens 5, 6 Mal nach einem extremen Anstieg einen Panoramablick gab, der ist, ja, ihr seht es hier, der ist schwer zu beschreiben. Der ist einfach nur wunderschön. Ich muss jetzt vielleicht noch ungefähr 5 Kilometer fahren, dann habe ich meine Campsite erreicht. Herzlich willkommen auf der Palmwach Campsite, Gondwana Campsite. Von dieser kleinen Piste bin ich gekommen. Meine Campsite ist die Nummer 17. Sie befindet sich sozusagen in der zweiten Reihe. Es gibt hier einen Mülleimer, einen überdachten Bereich mit Sitzbank und Tisch, einen Grill, eine Außenspüle, 2 Waschbecken. Jede Campsite hat ein eigenes WC und eine eigene Dusche. Den Schlüssel bekommt man an der Rezeption beim Check-in. Wenn man die Tür öffnet, befindet man sich vor einem Waschtisch und dem WC und um die Ecke eine tolle Dusche. Also ich muss ganz ehrlich sagen, für eine Campsite so ein
Bad, das sind alles eigene kleine Gebäude mit einem eigenen Badezimmer. Das ist schon nobel. Scheint noch nicht vorbei zu sein. Ich habe mich hier gerade mal in mein Auto verzogen, weil das ist so heftig hier. Das ist so heftig, gerade an Blitzen und Donnern. Das ist direkt über diesem Ort hier. Mein Nachbar, der Vivian aus Südafrika, der hat das auch so gemacht. Der hockt auch in seinem Auto, weil sicher ist sicher. Oh. Erst absolute Windstille, absolute Windstille. Zweite Phase, Staubsturm. Ein Wirbel, alles flog umher, was nicht festgemacht war von den Leuten. Und jetzt Regen, Wind, Blitz, Donner. Mega. Wow. (17:15 Uhr) und heute habe ich mir mal ein Dry Pack gegönnt und ein Feuer angemacht. Nicht ganz so, wie ich es mir erhoffte anzumachen, sondern mit ganz viel technischer Unterstützung und einem Trick von meinem südafrikanischen Nachbarn. Aber ich hoffe, dass ich in 1,5 Stunden, 1 bis 1,5 Stunden jetzt eine tolle Glut habe und dann mein Fleisch braten kann. Aus, du Arsch. Wag es nicht. Ich muss nur die Raben, die Krähen hier im Auge behalten. Die mit ihren starken Schnäbeln, die hätten kein Problem damit, das ganze Stück Fleisch wegzunehmen. Bin ich mir sicher. Ich treffe hier auch Rainer und Susi wieder. Sie haben keinen eigenen Stellplatz mehr bekommen und stehen deshalb bei mir. Ich wünsche mir später einen recht guten Appetit. Ich euch auch. Ja, Jawohl. bis dann. Genießt es. Bis dann. Also, wie gesagt, gerne vorbeikommen. Ja? Alles gut, danke. Rainer und Susi gönnen sich ein Dinner in der Lodge und ich lasse meinen Tag entspannt am Grill ausklingen. So. Mein Steak braucht noch ein bisschen. Da muss ich mal gucken, dass ich das noch vernünftig hinkriege, aber das hier lasse ich mir jetzt schon mal schmecken. Am nächsten Morgen bereiten Rainer, Susi und ich gemeinsam unser Frühstück vor. Ich bin für das Rührei zuständig und nachdem wir uns gestärkt und herzlich verabschiedet haben, geht es für mich wieder on the road. Guten Morgen, heute ist Samstag, der 18.11. und ich fahre jetzt weg aus der schönen Palmbach Campsite. Jetzt geht es für mich über den Rotbergpass bis Kamanyap und dann auf der Teerstraße hinauf bis zum Hobertere Roadside Camp, meiner nächsten Unterkunft. Viel Spaß auf der Tour. Ich fahre jetzt auf die Kreuzung zu, links Richtung Kamanyap auf die C40. Rechts geht die C43 weiter nach Korichas. Und auf der C40, die ich jetzt nehme, wird dann als nächstes der Rotbergpass kommen. Wunderschöne Straße, wunderschöne Gegend, wird ganz fantastisch werden und landschaftlich wird das eine ganz tolle Tour. Ich werde nicht schnell fahren. Vielleicht habe ich Glück und sehe am Straßenrand noch das ein oder andere Tier. Und damit ich das nicht übersehe, werde ich maximal so mit 50, 60 km/h hier lang fahren.
So, ich habe hier mal gestoppt und steige mal aus und zeige euch mal hier diese schöne Aussicht on top of the Rotbergpass. Das ist nämlich der höchste Punkt hier und das sollt ihr natürlich auch mal sehen. Schon schön hier oben. Eine sehr große Weite dort in diese Richtung. Ganz toll. Ich habe eben mal das Auto gefilmt, ein anderes Auto, das dort runtergefahren ist, dass man mal so ein bisschen mehr noch die Dimensionen sieht. Hier von dieser Stelle. Großartig. Ich habe jetzt hier noch einmal angehalten. Bis Kaman Yap sind es ungefähr noch in die Richtung 70 Kilometer gut. Und jetzt habe ich hier mal wieder so einen faszinierenden White Chestnut Tree. Dieser Farbkontrast, wie er da steht mit seinem leuchtend weißen Stamm zwischen den Felsen. Schön, schönes Motiv. Na, schön hier. Man muss in Namibia, man muss schon auch mal anhalten, wenn man irgendwo was Schönes sieht. Nicht einfach dran vorbeifahren. Kurz stoppen, sich 5 oder 10 Minuten nehmen, die Erinnerungen festhalten. Das mache ich immer gern. Dazu kaufe ich hier an einem kleinen Straßenstand eine hübsche Holzpuppe und ein Armband, das mir sogleich um mein Handgelenk gebunden wird. Ich erreiche eine Passage an der C40, wo direkt neben der Piste ein paar große, hohe Bäume stehen. So, ich habe jetzt ungefähr noch eine Stunde bis zu meinem Ziel und vielleicht noch 15 Kilometer bis Kaman Yap. Und sowas hier ist genau das, was ich gesucht habe, denn ich muss jetzt mal einen kurzen Break machen, ein bisschen was essen. Und ja, da ist das ein schönes Plätzchen hier mit einem großen Baum, der ein bisschen Schatten spendet. Und genau richtig für einen kurzen Break. Nach einem kurzen Tankstopp in Kaman Yap befinde ich mich auf der C35 Richtung Norden. Es dauert nicht mehr lang bis zum Hobatere Roadside Camp und auch hier, auch über dem Etosha Nationalpark, verdunkeln schwarze Wolken den Himmel. Es zucken Blitze und die kräftigen Regenschauer sind deutlich sichtbar. Herzlich willkommen im Hobatere Roadside Camp. Dort steht schon mein Auto. Ich musste erst mal gucken, ob das alles überhaupt passt hier.
Einmal mehr handelt es sich hier um eine ganz tolle Campsite, die ich euch gerne zeige. Die Campsite bietet einen Sonnenschutz über der Terrasse, der aber nicht regendicht ist. Es gibt eine Spüle mit großzügiger Ablagefläche, eine Feuerstelle und eine Heißwasserzubereitung für die Dusche. Du wohnst wohl da in dem Donkey, ja? Da ist es immer schön warm. Kannst du wegen mir wohnen bleiben. Und hier befindet sich ein Waschbecken, ein WC und eine schöne Dusche. Ja, und man schaut hier direkt in den Busch. Ich zeige euch mal meine Aussicht hier, wenn ich jetzt auf dieser Terrasse mich aufhalte. Super. Ja, Hobatere Roadside Camp. Ich weiß nicht, welche Nummer diese Campsite hat. Ich habe keine Nummern gefunden, aber sehr schön hier. Ganz fantastisch. Das Hobatere Roadside Camp verfügt über ein eigenes kleines Wasserloch. Und auf dem Weg dorthin hat man wundervolle Aussichten hier auf die Ebene. Man sieht die ein oder andere Siedleragame oder andere kleine Eidechse. Dieser bunte Kerl hier war ein regelrechtes Model. Ich konnte eben mit meinem Smartphone ganz nah dran gehen und auch mit dem Smartphone ein Foto und einen kurzen Clip machen, hat ihn überhaupt nicht groß gestört. Und jetzt zeige ich euch das Wasserloch. Kommt mit! Der kleine Weg, den ich eben gekommen bin, der endet hier an einer kleinen überdachten Aussichtsterrasse. Und der Ausblick kann sich sehen lassen, oder? Dort unten ist das Wasserloch und man hat einen sehr schönen Rundumblick. Ich gehe wieder ein paar Schritte zurück und genieße die Aussicht und die Stille mit einem Kaffee, den ich mir zuvor gemacht habe. Am Himmel über mir ziehen erneut zunehmend dunkle Wolken auf und verkünden nichts Gutes. Namibia 2023. Das ist irgendwie echt anders als normal. Auf jeden Fall sehr verregnet und sehr gewittrig. Kochen mal anders, im Dunkeln und bei ein bisschen Gewitter. Es fängt wieder stärker an zu regnen, so dass ich mein Essen heute nur nicht besonders komfortabel im Auto genießen muss. Einen schönen guten Morgen hier aus dem Hobatere Roadside Camp. Heute ist Sonntag, der 19. November. Das war ein spezieller Abend und eine spezielle Nacht gestern. Gewitter, lang anhaltender, starker Regen. Ja, und eigentlich ist heute so der Tag, die Zeit im Etosha beginnt. Meine Reise führt mich heute einfach über die Straße durch das Golden Gate. Dann muss ich die Formalitäten erledigen. Und werde dann die nächste Nacht im Olifantsrus Camp verbringen. Und eigentlich fängt man da ja ganz früh an, die besten Chancen auf Tiersichtungen zu haben. Aber nach der Nacht mache ich mir hier heute keinen Stress. Ich frühstücke jetzt erstmal und lasse den jetzt wieder schönen Tag gemütlich angehen. Mit einem Instant-Kaffee, der hier in Namibia immer ganz besonders lecker schmeckt. Ein Träumchen.
Jo, Formalitäten am Golden Gate erledigt, Permit für 8 Tage gekauft. Herzlich willkommen im Etosha Nationalpark 2023. Ich bin mehr als gespannt. Ich muss nicht lange warten, bis ich die ersten Stops einlege. Und wenn ihr meine Videos kennt, wisst ihr, dass ich immer auch versuche, schöne und besondere Szenen außerhalb der großen Wild- und Raubtiere einzufangen. Ich stehe hier gerade am Wasserloch Okawao. Das ist finde ich, ein sehr schönes Wasserloch. Da kann man eigentlich auch immer was sehen und habe mir vorgenommen, hier eine bisschen längere Zeit zu verbringen. Und ich sehe gerade dort hinten aus dem Busch kommt ein großer Elefantenbulle hier aufs Wasserloch zu. Und den schauen wir uns jetzt mal an.
befinde mich jetzt hier ungefähr eine halbe Stunde vor dem Camp Olifantsruss und ich muss sagen, das war eine ganz schöne Zeit, das war so entspannt. Der Elefant, 2, 3 Oryx, 2 Springböcke, sehr schön war das. Hab das sehr genossen. Herzlich willkommen auf der Olifantsruss Campsite im Etosha Nationalpark. Ich zeige euch die Campsite, das ist hier relativ einfach gehalten. Ihr seht hier so einen kleinen Bereich, da gibt es 2 Plugins und auch einen Wasserhahn. Ich weiß nicht, ob der geht, wir gucken mal. Ja, dort befindet sich der Zaun zum Nationalpark, also das ist der Zaun zum Etosha. Das heißt, es könnte sein, dass Tiere hier auch relativ nah ans Camp kommen, aber nicht ins Camp. Das heißt, das Camp ist eingezäunt. Hier seht ihr eine Feuerstelle und einen Grill. Am Baum steht die Röste. Es gibt so kleine Mopane-Trees hier an jeder Campsite und es gibt einen kleinen Bereich, der überdacht aussieht. Es ist aber auch hier wieder wasserdurchlässig. Also ich denke mal, wenn es richtig heftig regnet, so wie gestern auf der Hobatere Campsite, dann bleibt man da drunter nicht trocken. Aber wir hoffen mal das Beste. Ja, und jetzt gehen wir ein paar Schritte zu dem Ablutions Block. WC und Duschen. Hier gibt es so einen Spülenbereich, Waschbecken und hier mal beispielhaft eine Dusche. Schauen wir nochmal, wo die Toiletten sich befinden. Die sind hier im Nebengebäude. Hier ist für Herren. Da gibt es ein Urinal, ein WC. 2 Urinale, ein WC. Ja, das ist also hier die Olifantsruss Campsite. Es ist jetzt noch früh, ich denke mal, es ist noch nicht einmal 15 Uhr. Ich weiß noch nicht genau, was ich jetzt mache. Vielleicht bleibe ich jetzt erstmal ganz kurz hier und stärke mich ein bisschen.